Willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es um die Canon M50 in Verbindung mit dem Sigma-Objektiv und zwar das Sigma 18:35 mit der Lichtstärke von 1.8. In diesem Video teile ich meine Erfahrungen, die ich mit dieser Kombination gesammelt habe. Denn, wie manche vielleicht von euch wissen, ist die Canon M50 mit einem anderen Mount bestückt als das Sigma-Objektiv. Und zwar hat die Canon M50 das M-Mount und das native Mount von dem Sigma 18:35, von dem Objektiv zumindest, was ich habe, ist ein Canon IFS Mount. Und da die M50 aber eine spiegellose Kamera ist, kann man natürlich alle möglichen Objektive daran adaptieren. Da ich schon Erfahrung mit Adaptern von der Firma Viltrox habe, habe ich mir natürlich wieder einen von Viltrox gekauft und das Objektiv an meine M50 rangebracht. Und ich muss sagen, das funktioniert in der Kombi einfach perfekt. Obwohl ich jetzt an meiner Canon M50 kein originales Canon-Objektiv habe und dazwischen sogar noch einen Adapter von irgendwelchen Drittherstellern, sage ich mal, habe, funktioniert der Autofokus einwandfrei. Kann ich ja hier einfach mal demonstrativ zeigen. Zack, auf der Linse und wieder zurück auf mir und hier nochmal zack auf die Canon-Linse und einmal wieder zurück. Die Kamera trackt mich einfach perfekt und ich bin so gut wie immer, was heißt so gut wie immer, eigentlich immer im Fokus. Beziehungsweise das, was ich in Fokus haben will, ist dann auch im Fokus. Aber warum fahre ich jetzt auf diese Kombination so ab? Nun, das ist ganz leicht erklärt. Das Sigma 18:35 ist momentan mein Lieblingsobjektiv, da es so lichtstark ist und ich ganz leicht damit einen unscharfen Hintergrund erzielen kann. Somit kann ich das zu filmende Objekt sehr leicht vom Hintergrund hervorheben und so den Fokus des Zuschauers steuern. Und warum in der Kombination mit der M50? Nun, das ist auch ganz leicht. Wie vorhin schon erwähnt, sitzt der Autofokus einfach immer. Und dieses Problem hatte ich zum Beispiel mit meiner anderen Kamera, der Panasonic G70, immer. Der Fokus saß nie wirklich. Die Panasonic G70 hat zwar einen Autofokus, dieser funktioniert aber im Videomodus wirklich schrecklich. Das heißt, er ist eigentlich im Videomodus unbrauchbar. Somit konnte ich zwar mit dem Sigma-Objektiv filmen, aber ich konnte nicht wirklich einen unscharfen Hintergrund erzielen. Ist denn das Setup jetzt aber auch geeignet zum Vloggen? Das können wir uns auch gleich mal angucken. Das erste, was ich natürlich tauschen musste, ist das Mikrofon. Und zwar habe ich vorher mit meinem stationären Mikrofon gefilmt, das ihr hier vorne in dem Shot seht. Und im Moment habe ich das Rode Video Micro drauf. Ein Soundunterschied ist, glaube ich, auf jeden Fall hörbar. Und das erste, was mir jetzt beim Vloggen auf jeden Fall auffällt, ist das Gewicht der Kamera. Beziehungsweise der Kombination zwischen der Kamera und des Objektivs. Denn ich glaube, das Objektiv wiegt alleine schon fast 1 Kilo. Die Kamera ist zwar nicht so schwer, aber ich muss sagen, wenn ich das nicht ab und zu mal irgendwo abstellen könnte, könnte ich das Ding nicht länger als 5 Minuten tragen. Man muss jetzt aber auch mal dazu sagen, dass professionelle Vlogger wie Peter McKinnon oder Casey Neistat auf jeden Fall Kameras benutzen, die viel schwerer sind als meine Kombination jetzt hier. Denn ich weiß ganz genau, dass Peter McKinnon mit einer Canon 1DX Mark II filmt und alleine die Kamera wiegt 1 Kilo. Und dann kommt noch sein Objektiv, was er von Canon nutzt, zum Beispiel das 16:35, das wiegt auch nochmal 1 Kilo. Und bei mir kommt das Ganze, glaube ich, mal knapp nur über 1 Kilo, aber trotzdem ist das schon wirklich, wirklich heavy. Also es ist schon schwer. Hinzu kommt, dass das Sigma-Objektiv auf jeden Fall nicht bildstabilisiert ist. Das heißt, dass man beim Film doch schon relativ starke Verwacklung sieht. Man kann das Ganze natürlich im Post ein bisschen ändern, aber ich wollte euch das Ganze mal jetzt raw präsentieren, ohne hier irgendwie die Bildstabilisierung in der Software zu aktivieren. Ja, und damit solltet ihr eigentlich gesehen haben, ob das Ganze für euch geeignet ist oder nicht. Ein Punkt muss ich jetzt aber auch noch mal kurz testen, denn die Sigma-Linse ist nicht wirklich die leiseste, wenn es um den Autofokus geht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man das hört, wenn die Kamera hin und her fokussiert, oder ob das Ganze vom Mikrofon nicht aufgenommen wird. Ich weiß zum Beispiel, dass man auf jeden Fall, wenn man mit dem Onboard-Mikro, also mit dem eingebauten Mikrofon filmt,
dass man den Sound, den Autofokus-Sound hört. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, sehen wir gleich in Post, oder ihr seht das gleich oder hört das jetzt schon, ob man den Autofokus-Sound hört oder nicht. Ich habe gerade das ganze Video zusammengeschnitten und natürlich das Videomaterial durchgeguckt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Linse leider Rattergeräusche beim Fokussen macht, die das Mikrofon dann auch aufnimmt. Das heißt, die Linse ist leider zum Vloggen nicht geeignet. Aber in einem Szenario wie zum Beispiel diesen hier in einer kontrollierten Umgebung mit einem externen Mikrofon wie diesem hier, kann man die Linse auf jeden Fall benutzen und die Kombi an sich ist mega geil. Das war's zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.